Die Friendzone-Saga. Hier war er also. Es Friendzone. Das majestätische Flaggschiff der Flotte. Glänzend, glamourös und erhaben, schnitt es die Wolken im dunklen Nachthimmel. Karl war beeindruckt von dem Anblick des Himmels, der glitzernden Wolken und all den Sternen. Nie hatte er etwas Schöneres gesehen. Ein glitzerndes Schaf sprang an ihm vorbei und grüßte ihn, bevor es unter Deck verschwand. Dies war nun seine neue Heimat. Doch was war das? Eine weinende Frau? Karl musste sich diesem Fall mit seiner Weisheit annehmen. Guten Tag. Warum weinst du? Kann ich etwas für dich tun? Oh. Hallo, Herr Admiral. Nein, es ist alles in Ordnung. Die Frau sah ihn mit traurigen Augen an. Er wusste, dass absolut nichts in Ordnung war. Die Leute scharten sich bereit um sie herum. Ich sehe genau, dass etwas nicht stimmt. Komm, teile deine Gefühle mit uns und wir werden dir allesamt helfen. Schluchzend überlegte sie, aber sie sah in seinen Augen, dass er damit recht hatte. Er würde ihr helfen können. Der Admiral setzte sich zu ihr. Na gut. Also. Ich wurde von meiner großen Liebe in die Friendzone verbannt. Ich habe seit vielen Jahren Hoffnung, doch er verschmäht mich seit Jahren. Sie weinte in Strömen. Doch der Admiral wusste genau Bescheid. Dies war ein Problem, welches oft auftrat. Darum erzündete er ein Feuer aus Hoffnung und bat alle Leute, sich zu ihnen zu setzen. Hört mir alle gut zu, meine Lieben. Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte. Alle setzten sich um das Feuer und lauschten gespannt. Der Admiral holte tief Luft, stopfte sich ruhig eine Pfeife und entzündete sie. Seit Beginn der Menschheit ist die Friendzone ein allgegenwärtiges Problem. Sie ist für viele Leute eine bittere Realität und für manche ein Segen. Aber wie kann sowas sein? Wie kann es einen solchen Widerspruch geben? Manche Menschen lernen sie nie kennen, manche kennen nichts anderes. Und was würdet ihr wohl sagen, meine Lieben, wenn ich euch sage, dass die Friendzone wie Schrödingers Katze ist? Sie ist so lange weder gut noch schlecht, bis ihr der Friendzone einen Zustand gebt, in dem ihr eine Entscheidung erzwingt? Aber wie kann das sein, Admiral? Die Friendzone ist für manche unausweichlich, man kann sie nicht verhindern, nur akzeptieren. Ja und nein, mein Sohn. Die Friendzone ist ein selbstgewählter Zustand, das heißt, du kannst entscheiden, ob du in die Friendzone willst und wie sie gestaltet ist. Aber die Akzeptanz ist oft ein Konflikt mit dieser Entscheidung, da den meisten nicht bewusst ist, was die Regeln der Entscheidung sind. Soll das heißen, ich habe mich selbst in die Friendzone befördert, ohne dass es mir bewusst war? Exakt. Den meisten ist die Natur der Friendzone nicht bewusst. Drum erkläre ich es euch jetzt genauer. Der Admiral zog einen Stift aus der Tasche und malte eine Skizze in die Luft. Gespannt schauen alle auf die Zeichnung in leuchtender Schrift. Die Friendzone und Beziehung verhält sich genau wie Unternehmer und Angestellter. Während ein Unternehmer mit hohem Risiko versucht, seinen Reichtum und Erfolg zu mehren, genießt ein Angestellter die Vorteile der geteilten Verantwortung für einen bestimmten Aufgabenbereich. Die Friendzone ist also eine Unternehmung, seinen Erfolg und Reichtum zu mehren. Zum Beispiel durch Lerneffekte, neue Erfahrungen und vorteilhafte Vereinbarungen. Eine Beziehung hingegen versucht die Verantwortung zu teilen, um einen Zweck zu erfüllen. Zum Beispiel Kinder großzuziehen, das Familienerbe zu sichern oder um die Versorgung der Eltern zu gewährleisten. Und da habt ihr auch schon das erste Problem, meine Lieben. Viele wollen Beziehung, weil sie es mit romantischer Liebe gleichsetzen, sie lassen jedoch den Zweck der Beziehung und auch die Teilung der Verantwortung völlig außer Acht. Aber meine Lieben, romantische Liebe kann es auch in der Friendzone geben. Erkennt ihr also schon euren ersten Fehler? Er schaute in die Runde,
Die Leute lauschten gespannt, doch niemand konnte darauf antworten. Ich werde es euch sagen. Der erste Fehler ist, ihr habt den Zweck der Beziehung nie im Blick. Euer Zweck ist immer Liebe und Romantik, doch das ist kein dauerhafter Antrieb für eine Beziehung, denn ohne Zweck kein Ziel, und ohne Ziel läuft man im Kreis. Deswegen gehen so viele Beziehungen in die Brüche. Der nächste Fehler ist, nach Beziehung zu streben, nur der körperlichen Bedürfnisse wegen oder aus Ego- oder Statusgründen. Dies ist ebenfalls kein sinnstiftender Zweck und damit zum Scheitern verurteilt. Ihr seht, ohne Zweck ist man in der Fremdzone. Kommen wir also zur Fremdzone. Viele von euch werden jetzt denken, warum sollte man freiwillig in die Fremdzone wollen? Beziehung ist doch viel besser. Ich sage euch, hier spielt euch euer Ego einen Streich oder eure Vorstellung von Status. Eine Fremdzone hat viel mehr Vorteile, sofern man sich ihrer Natur bewusst ist. Wenn man versteht, was die Fremdzone wirklich ist, kann sie eine Menge Vorteile haben. Eine tiefe, ehrliche Freundschaft ohne den Druck romantischer Erwartungen kann unglaublich bereichernd sein. Man hat eine vertrauensvolle Person an seiner Seite, kann über alles reden und gemeinsame Erlebnisse genießen ohne die emotionalen Höhen und Tiefen einer Beziehung. Außerdem kann man viel über zwischenmenschliche Dynamiken lernen und bekommt vielleicht sogar Unterstützung bei zukünftigen Romanzen. Viele setzen Fremdzone mit einer Art Abwertung gleich, aber eigentlich ist es ein Zeichen von Wertschätzung. Man bedeutet der anderen Person genug, um einen dauerhaften Platz in ihrem Leben zu haben. Und das ist doch ziemlich wertvoll, oder? Der Admiral nahm wieder seinen Stift und malte einen Kreis in die Luft. In leuchtende Linien skizzierte er die Fremdzone. Die Natur der Fremdzone ist abhängig von Angebot und Nachfrage. Eine Fremdzone kann parasitär, symbiotisch, schützend, bewachend, investierend, helfend, destruktiv, platonisch oder heilend sein. Wohlbekannt ist jedem die Freundschaft mit Benefits. Dies ist eine symbiotische Fremdzone, in der die Bedürfnisse des jeweils anderen gestillt werden und gemeinsamer Spaß der einzige Sinn ist. Dies kann auch romantischer Natur sein oder ähnlichem. Die wohl schlimmste Art der Fremdzone ist die parasitäre, da man sich in ein Abhängigkeitsverhältnis begibt. Emotional, wirtschaftlich, psychisch oder physisch. Dies geschieht immer dann, wenn der andere weiß, dass man zu allem bereit und fähig ist. Wer würde wohl nicht dankend Geschenke annehmen? Es ist wie mit Korruption, greift man einmal zu, gewöhnt man sich schnell daran. Ich verachte sie. Sie dient nur dazu, Macht auszuüben und anderen Willen aufzuzwingen, bis sie völlig verloren sind. Die missverstandendste Fremdzone ist die schützende. Sie ist die edelste und doch die schmerzhafteste zugleich. In dieser versucht dein Gegenüber dich vor sich selbst zu schützen. Dies führt dazu, dass du durch den Schutz die Bindung nicht lösen kannst und daher Schmerzen leidest. Das ist bei dir leider der Fall, mein Kind. Doch glaube mir, es hat gute Gründe, die du nicht wissen willst. Die bewahrende Fremdzone ist in der Regel falsch und egozentrisch. Hier wird sich jeder wiederfinden, der nicht den Mumm hat, das Gegenüber stehen zu lassen. Der Resultat sind unverbindliche Entscheidungen und Aktionen, keine klare Richtung und blockierende emotionale Zustände, die niemand auflösen kann. Hütet euch davor. Sie hält euch davon ab, euren Weg zu gehen. Die investierende Fremdzone ist falsch und gütig zugleich. Ihr seht im anderen Potenzial und investiert Zeit und Energie, damit das Beste zum Vorschein kommt. Gleichzeitig jedoch wisst ihr genau, dass es nur euer Projekt ist. Hier müsst ihr vorsichtig sein, zieht die Grenzen scharf und eindeutig, dann werdet ihr aneinander wachsen. Die helfende Fremdzone ist eine mitleidige Fremdzone. Ihr erkennt sie daran,
dass das Gegenüber euch immer Hilfe anbietet, um seinen Helferkomplex zu bedienen. Es wird in ihr jedoch keinen Meter weitergehen, obwohl einer vielleicht Hoffnungen hegt. Diese Fremdzone ist ein sicherer Hafen, jedoch muss euch bewusst sein, dass ihr nur Patient oder Pfleger in ihr seid. Die destruktive Fremdzone ist die Fremdzone mit dem größten Chaos. Hier wird jeder versuchen, aus purer Rachsucht und dem Spaß an der Zerstörung alles zu zerstören, was irgendeinen Nutzen haben könnte. Haltet euch von dieser Fremdzone fern und konstruiert sich nicht. Sie hat schon zu manchem Elend und Leid gebracht. Die heilende Fremdzone ist die selbstloseste von allen. Hier tut einer alles, um den anderen jeden Beistand zu geben, den dieser bedingungslos nutzen kann. Hier herrscht jedoch eine große Gefahr für die Entwicklung einer parasitären Fremdzone. Die platonische Fremdzone ist die langweiligste. In ihr kann man zur Ruhe kommen, studiert die Tageszeitung und genießt im Restaurant den Kaffee. Mein persönlicher Favorit für tolle Gespräche und persönliche Weiterentwicklung. Ihr seht also, meine Lieben, je nach Art und Lebensumstand ist die Fremdzone immer maßgeschneidert auf Geber und Empfänger. Und jetzt, da ihr das wisst, sollte euch die Mechanik bereits dämmern. Erneut schaute er in die Runde und sah den Leuten in die Augen, bis jemand seine Stimme erhob. Soll das heißen, ich muss ihn in die helfende oder heilende Fremdzone stecken, damit sein Problem heilen kann, vor dem er versucht, mich zu schützen? Genau, mein Kind. Es ist deine Entscheidung, mit welcher Fremdzone du antwortest. Doch du solltest niemals um eine Beziehung ohne Lebenszweck weinen, da die meisten Beziehungen nur versteckte Fremdzones sind und keinen Zweck verfolgen. Sie scheitern daher zwangsläufig, da das Ziel nie sichtbar wird. Das, meine Freunde, ist übrigens auch der Grund, warum viele tief unglücklich sind. Sie bezwecken eigentlich eine tief ernste Beziehung mit dem Zweck, sich fortzupflanzen, doch versuchen sie vorher jede beliebige Fremdzone. Sie starten mit einer platonischen Freundschaft in der Hoffnung, dass sich mehr ergibt. Was für ein großer Fehler. Dann versuchen sie es mit einer anderen Art, doch wieder ohne Erfolg. Also wieso nicht sofort die offensichtlichen Beweggründe erfragen und aufdecken? Ich verstehe, Herr Admiral. Ich habe meine Beweggründe verschleiert und ihn so auf die falsche Fährte gelockt, obwohl seine Absichten völlig andere waren. Es ist mir nur nicht aufgefallen. Genau. Aber jetzt seid ihr alle schlauer und werdet die Macht der Fremdzone zu nutzen wissen. Die Frau wischte sich die Tränen aus dem Gesicht und schaute den Admiral dankbar an. Der Admiral hatte ihr die Augen geöffnet. Etwas löste sich in ihr. Es war schade um die Zeit, die sie versucht hatte, etwas Romantisches zu etablieren, die wahre Liebe zu finden, aber nun wurde ihr klar, dass alles seinen Grund hatte. Danke, Admiral, ich glaube, ich bin nur bereit, neue Wege zu gehen. Ich danke Ihnen. Der Admiral nickte ihr zu, während er an seiner Pfeife zog. Die Frau erhob sich langsam in den glitzernden Sternhimmel und löste sich in Sternenstaub auf. Ein gutes Zeichen, eine Seele wurde befreit. Zufrieden schaut der Admiral in die Runde. Die Menge tuschelte und diskutierte über das Gesagte, doch der Admiral nutzte die Gelegenheit, um seinen Spaziergang fortzusetzen. Zufrieden mit sich, setzte er seinen Spaziergang fort, um die Ringe des Saturns zu bewundern. Folgt mir für mehr Abenteuer von Admiral Friendzone.